Am 25.12. letzten Jahres wurde eines der modernsten Weltraumteleskope, nämlich James Webb, ins All geschickt. Einen Monat später, am 24.01., hat es seine Umlaufbahn erreicht, 1,5 Millionen Kilometer entfernt von der Erde. Dieses moderne Weltraumteleskop ist in einer jahrelangen Zusammenarbeit entstanden und man erhofft sich, durch die Bilder und Aufnahmen und Daten, die dieses Teleskop sammeln soll, bahnbrechende Erkenntnisse zur Entstehung des Universums, mehr Informationen zu anderen Galaxien, zu unserer Galaxie und zu schwarzen Löchern. Sie sehen, die Faszination an den Sternen ist immer noch da. Natürlich hat sich einiges geändert. Hier vielleicht mal ein kurzer Überblick und Abriss zu der Entwicklung der Astronomie. Seit Menschengedenken sind alle Kulturen und Völker fasziniert von dem Blick in den nächtlichen Sternenhimmel. Wir erhoffen uns Weissagungen, wir erhoffen uns eine gewisse Regelmäßigkeit, eine Orientierungshilfe von diesen fernen, leuchtenden Sternen. So finden wir zum Beispiel in prähistorischen Höhlen wie der berühmten Höhle von Lascaux vermutlich eine Abbildung der Plejaden. Oder denken wir an den berühmten Erdkalender in Warren Field, 8000 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung, mit dem man versuchte, eine gewisse Zeiteinteilung zu erfassen. Seit jeher hat man versucht, die Sterne heranzuziehen, um einen gewissen Rhythmus in den Alltag zu bringen. Astronomie, Astrologie und Mythologie waren stets eng ineinander verwoben. Die Sterne dienten als Hilfe zur Zeitberechnung, dienten auch als Orientierungshilfe, wurden aber auch stets als höhere Instanz hinzugezogen zur Menschheit. Das heißt, man befragte sie als eine Art Orakel, es wurde in ihnen gelesen, interpretiert und sie wurden stets mit den Gottheiten in Verbindung gebracht. In sie wurde stets auch die eigene Kultur und Gedankenwelt projiziert. Und um Sternkonstellationen besser erkennen zu können, wurden mythologische Figuren oder andere Figuren und Gestalten in sie hineininterpretiert, die man meist nur mit sehr viel Fantasie erkennen oder nachvollziehen kann. Nun aber zu einem konkreten Beispiel aus der Odyssee. Odysseus beschreibt schon, wie er in der Schifffahrt die Sterne zur Hilfe nahm, um sich zu orientieren. Odysseus beschreibt: Sachkundig lenkt er sitzend am Steuer das Fahrzeug. Kein Schlummer senkt sich über die Lider, fest hielt er die Augen geheftet auf die Plejaden, auch auf den Bootes, der später erst hinabzieht, und auf die Berin, die man zugleich als Wagen bezeichnet, die um den Pol sich dreht und scheu den Orion betrachtet. Einziges Sternbild, das dem Bad im Okeanos ausweicht. Sie zur Linken, so hatte die herrliche Göttin Kalypso ihm die Weisung gegeben, sollte die See er befahren. Erste schriftliche Zeugnisse für die Auseinandersetzung mit der Astronomie bekommen wir aus Babylonien. Auf Keilschrifttafeln sehen wir, wie Entfernungen berechnet wurden anhand der Hilfe der Geometrie und wie wichtig damals schon die Sterndeutung war. Sie war nur den Hohepriestern vorbehalten, die diese deuten sollten und die Interpretation für gewisse politische Entscheidungen weitergeben sollten. Auch in China war das so. Nur hohe Beamte durften die Sterne deuten. Von Babylonien gehen wir nach Ägypten weiter. Dass die Ägypter schon über eine hochentwickelte Astronomie verfügten, sehen wir zum Beispiel an dieser wunderschönen Decke im Hathor-Tempel, an der schon die ersten astronomischen Abbildungen zu sehen sind. Für die Ägypter war es auch wesentlich, einen Jahresrhythmus berechnen zu können, waren sie doch abhängig oder ihr Überleben abhängig von den Überschwemmungen des Nils, Saat- und Erntezeiten, die ausschlaggebend waren für den Erfolg ihrer Ernte. Auch die Pyramiden waren angeblich ausgerichtet nach astronomischen Berechnungen. Allerdings sind von den Ägyptern keine Sternentabellen überliefert. Auch die Griechen setzten sich schon seit dem 6. Jahrhundert vor Christus wissenschaftlich mit den Sternen auseinander, stets verwoben auch mit der Mythologie. Zu erwähnen wäre hier Hipparchus von Nikäa, der einer der berühmtesten Astronomen war und der die ersten Sternentabellen erfasst hat. Ptolemäus stützt sich auf sein Werk und das Almagest von Ptolemäus bildet die Grundlage der gesamten astronomischen Wissenschaft bis zum 17. Jahrhundert.
Nach Ptolemäus im 2. nachchristlichen Jahrhundert kehrt in Europa etwas Ruhe ein. Und eigentlich wird bis zum 11. und 12. Jahrhundert in Mitteleuropa, in Europa, die Astronomie nicht mehr so wissenschaftlich betrieben. Ganz anders ist die Situation in den arabischen Ländern. In allen arabischen Ländern wird massiv durch die Übersetzungen, die von den antiken Werken in diese Länder gelangt sind, die Astronomie als Wissenschaft weiter betrieben. Nennen wir hier zum Beispiel Werke von Al-Khwarizmi, Al-Sufi, Ibn Biruni oder Ibn Sina und noch viele weitere, die naturwissenschaftlich sehr engagiert waren und viele neue Erkenntnisse zu den antiken Quellen hinzufügten. Das Erblühen der arabischen Wissenschaftswelt äußert sich zum Beispiel in großartigen Schulen wie der Schule von Edessa oder im 10. Jahrhundert in Bagdad das Haus der Weisheit. In diesem Haus der Weisheit arbeitete ein Übersetzerteam von über 90 Personen, die die gesamte wissenschaftliche und auch andere Literatur übersetzen sollte und so dem arabischen Kulturraum zugänglich machte. Basierend auf diesen Übersetzungen wurde weiter geforscht und Texte dienten als Basis für die Arbeiten der islamischen und arabischen Weisen. Im 12. Jahrhundert begann die Rezeption der antiken und auch arabischen Texte in Europa aufgrund der Übersetzungstätigkeit in Toledo, vor allem initiiert durch Alfons X. Auch über Italien kamen natürlich einige Werke wieder zurück nach Europa und veranlassten so eine intensive Auseinandersetzung mit diesen Inhalten und natürlich auch eine weitere Erforschung. Seit dem 13. Jahrhundert waren auch in einigen der bedeutendsten Universitäten und ersten Universitäten Europas Astronomie eines der Fächer, die gelehrt wurden. Und so ging es dann Schlag auf Schlag. Vom 2. bis zum 15. Jahrhundert war ja noch das geozentrische Weltbild eigentlich das Dominante, aber dann kam Kopernikus und es wurde allgemein akzeptiert, dass nun die Sonne im Mittelpunkt des Universums stand als Fixstern. Eine regelrechte Revolution der astronomischen Wissenschaften setzte ein. Sie begann mit Kopernikus, setzte sich fort in Tycho Brahe, in Kepler, in Giordano Bruno, Galileo Galilei und so weiter. Das gesamte Bild des Universums, der Glaube an das geozentrische Weltbild und auch der Glaube an die Sternenwelt als göttliche Instanz brach nach und nach ab. Die Literatur, die dazu verfasst wurde, war dennoch immer die Basis für ein breit angelegtes Studium des Sternenhimmels und es ist ja so, auch in der Antike gab es schon Zweifler am geozentrischen Weltbild. So setzte ab dem 14. Jahrhundert ein regelrechtes intellektuelles Erwachen auch in Europa ein. Und von nun an war die Sicht auf das Universum eine völlig neue. Aber nun zurück zu der Zeit, mit der wir uns befassen wollen, nämlich dem Mittelalter. Und zwei wirklich bedeutenden Zeugen aus dieser Zeit. Denn beide Texte sind Texte, die sich durch das ganze Mittelalter gezogen haben und populär waren und als wissenschaftliche Basis, der eine zumindest, lange bis zum 17. Jahrhundert auch genutzt wurden. Es geht um einen Text, der eher literarisch interessant ist, aber dennoch auch die Sternbilder ein bisschen näher erläutert, aus dem antiken Sprachraum. Und es geht um einen anderen Text, der in erster Linie wissenschaftlich alle Sterne genau erfasst, beschreibt und auflistet. Der erste Text ist ein wunderschönes Gedicht von Aratus von Soloi. Dieser Text ist basierend auf den Erkenntnissen von Eudoxos, einem der ersten Astronomen der Antike, verfasst worden. Es handelt sich um Verse, die die Sternbilder erläutern und erklären. Und diese Verse sind stets begleitet von wundervollen Miniaturen, die den Leser diese Bilder auch näher bringen sollen. Unsere Handschrift ist eine Handschrift aus der Renaissance, als diese Texte wieder neu rezipiert wurden. Allerdings ist diese Handschrift auch zurückgehend auf antike Vorbilder ausgestaltet worden. Die zweite Handschrift, von denen ich gerne erzählen möchte, ist eine Handschrift aus dem zentralasiatischen Kulturkreis und aus dem arabischen Kulturkreis. Diese Handschrift ist einer der bedeutendsten Texte aus dem 10. Jahrhundert zur Astronomie, von Al-Sufi verfasst, das Buch
der Fixsterne. Er hat sich ganz stark auseinandergesetzt mit Ptolemäus Almagest und hat diesen korrigiert und ergänzt und ein Standardwerk der Astronomie geschaffen. Dieses Werk hat über Jahrhunderte in allen Universitäten und in allen Ländern an Gültigkeit nicht verloren. Beide Handschriften, so unterschiedlich sie auch sind, haben doch ihre Gemeinsamkeiten. Beide stammen aus dem 15. Jahrhundert, beide befassen sich mit den Sternen. Und beide sind eng in Verbindung zu stellen mit wichtigen Herrscherhäusern der Zeit. Die Handschrift aus der Bibliotheca Vaticana ist eine Handschrift, die vermutlich am Königshof in Neapel entstanden ist. Die Handschrift des Ulugh Beg, eine zentralasiatische Handschrift, ist in Verbindung zu bringen mit dem wichtigen timuridischen Herrscher aus Zentralasien. Nun möchte ich Ihnen gerne vergleichend ein paar Miniaturen, die dasselbe Sternbild zeigen, erläutern. Wir beginnen gleich mit einem der schönsten Sternbilder, nämlich dem Pegasus. Die Darstellung des Pegasus aus der arabischen Handschrift ist eindeutig wissenschaftlich zu sehen und ganz klar asiatisch inspiriert. Betrachten Sie die Farben, betrachten Sie den Augenschnitt des Pferdes, die schwarzen Haare am Kopf und die ganze Ausfertigung auch farblich der Flügel, die ganz klar chinesisch inspiriert sind. Der Text erläutert uns das Sternenbild und wir sehen den Pegasus zweimal, denn in dem Buch der Fixsterne wurden alle Abbildungen zweimal gezeigt. Das hatte den einfachen Grund, dass man sehen konnte, wie war das Sternbild von der Erde aus zu betrachten und wie war das Sternbild auf einen Himmelsglobus projiziert zu sehen. Im Vergleich dazu sehen wir nun den Pegasus aus unserer Arathea-Handschrift, der ein bisschen unbeholfener und ganz klar nicht wissenschaftlich klar definiert zu erkennen ist. In dieser Abbildung des Pegasus können wir ganz andere farbliche Töne erkennen und auch die Ausgestaltung des Pferdes ist ganz unterschiedlich. Abgeschnitten der Pferdetorso, vorne auch das Gesicht, nicht ganz klar alle Sternpositionen zu erkennen und durchwegs als kleiner Anhaltspunkt zur Erkennung dieser Sternkonstellation am Himmel nützlich, aber sicher keine wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Sternkonstellation. Ein sehr interessantes Vergleichsbild ist auch Perseus. Perseus ist in Asufis Buch der Fixsterne auch als jugendlicher Held dargestellt mit seinem Säbel, den er zum Kampf erhoben hat. Allerdings hält er in seiner Linken nicht wie ursprünglich korrekt wäre das Haupt der Medusa, sondern den Kopf eines Dämonen. Das ist vermutlich auf die Unkenntnis dieser antiken mythologischen Geschichte zurückzuführen. Für ihn war es wohl logischer, dass er einen Dämon bekämpfte, als eben eine Medusa. Ganz anders ist das in unserer Arathea-Abbildung, wo wir ganz klar das Haupt der Medusa in der Hand des Perseus erkennen können. Spannend auch der Vergleich der beiden Abbildungen von Andromeda. Andromeda ist der griechischen Überlieferung zufolge mit ausgebreiteten Armen bis zur Hüfte entblößt an einen Felsen an der Küste gekettet. Dies können wir in Asufis Bild gar nicht mehr erkennen. Hier ist sie nur an den Füßen angekettet. Ganz anders in unserer Arathea-Abbildung, wo diese Geschichte ganz klar und deutlich erkennbar ist. Noch dazu ist eigentlich die Andromeda, die in Asufi zu sehen ist, einem chinesischen Schönheitsideal entsprechend sehr elegant dargestellt, bis zur Wade reichendes zartrosafarbenes Kleid und die Ketten sind wohl ein kleines Detail, das eigentlich nicht sehr viel Bedeutung zu haben scheint an diesem Bild. Ganz anders bei Arathea, wo wir die Ketten als Hauptelement in dem Bild gefesselt an den Felsen, gebunden an den Felsen erkennen können. Auch die Abbildung der Hydra, des Kraters und des Rabens ist spannend im Vergleich. Bei Asufi sehen wir, dass er, begründet in der mythologischen Tradition, alle drei gemeinsam auf einem Bild darstellt. Aber ganz deutlich, besonders im Gesicht der Hydra, ist der chinesische Einfluss zu erkennen. Ein großartiger künstlerischer Ausdruck. In unserer Arathea-Handschrift sehen wir eine klassisch-antike Abbildung dieses Motivs. Hier noch die wunderbare Abbildung des Wassermannes aus beiden Handschriften. In der arabischen Handschrift sehen wir eine Figur mit struppigem Haar,
aus dessen rechter Faust ein Bach entspringt. In der italienischen Handschrift sehen wir ganz klar mit Reminiszenzen an spätantike Vorbilder die Darstellung eines Wassermanns, der aus einem Gefäß, das er in beiden Händen hält, das Wasser ausschüttet. Die Darstellung der Haut in braunen Schattierungen ist wohl, um diese ein bisschen ansprechender zu gestalten. Sie sehen also, der nächtliche Sternenhimmel hat uns von jeher fasziniert uns noch immer. Und die verschiedenen Zugänge wissenschaftlicher oder auch poetischer Art sind auch heute noch präsent. Und zwei verschiedene Kulturen, zwei verschiedene Handschriften führen uns vor Augen, wie ähnlich doch auch die Betrachtungsweise sein konnte, obwohl der Ansatzpunkt ein ganz anderer war. Der eine war rein wissenschaftlich orientiert und der andere war doch eigentlich eher poetisch, als kleine Orientierungshilfe, aber doch auch einfach als ästhetischer Genuss der Betrachtung des Sternenhimmels zu sehen. Die Sterne bewegen uns noch immer. Vielleicht wird unser Weltbild aber auch in Kürze ein völlig anderes sein. Wer weiß, was wir über James Webb alles erfahren werden, über unser Universum, über andere Galaxien, über die Entstehung unserer Welt. Vielleicht wird unser Weltbild und das Bild, das wir vom Universum haben, auf einmal ganz ein neues werden. Lassen wir es auf uns zukommen. Hoffentlich fanden Sie das Video spannend. Medieval Art Stories und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren würden und noch viele andere Informationen zur mittelalterlichen Kunst und überhaupt generell zum Mittelalter bekommen würden.